Wenn du selbstständig bist, musst du selbstverständlich einmal im Jahr Steuererklärung abgeben. Und zwar einmal die Umsatzsteuererklärung, dann gegebenenfalls die Gewerbesteuererklärung, zumindest wenn du gewerbetreibend tätig bist, und dann selbstverständlich die ganz normale Einkommensteuererklärung. Und bei der Einkommensteuererklärung gibt es mehrere Anlagen. Und eine Anlage, die du als Selbstständiger auf jeden Fall mit abgeben musst, ist die Anlage EÜR. EÜR steht für Einnahmenüberschussrechnung und ist letztendlich das Endergebnis deiner Buchhaltung. Das heißt, wenn du unterjährig Buchhaltung machst, erfasst du ja die Ausgangsrechnung, die Eingangsrechnung und das Endergebnis, was du für die Steuererklärung brauchst, ist die Einnahmenüberschussrechnung. Und diese Einnahmenüberschussrechnung musst du dann letztendlich in der Anlage EÜR eintragen. Ganz kurz einmal zu der Frage, wer muss eigentlich so eine Einnahmenüberschussrechnung machen? Denn es gibt zwei Arten, seine Buchhaltung zu machen. Einmal die Bilanzierung und die Gewinn- und Verlustrechnung und auf der anderen Seite die Einnahmenüberschussrechnung. Die Bilanzierung ist immer ein bisschen aufwendiger, deswegen solltest du immer die Einnahmenüberschussrechnung wählen, wenn du denn die Möglichkeit dazu hast. Und du kannst die Einnahmenüberschussrechnung wählen, wenn du erstens freiberuflich bist, also alle Freiberufler können eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, vollkommen unabhängig davon, wie viel Gewinn oder Umsatz sie machen. Wenn du gewerbetreibend tätig bist, dann kannst du eine Einnahmenüberschussrechnung machen, wenn dein Gewinn unter 80.000 € liegt und dein Umsatz unter 800.000 € liegt. Wichtig ist, du musst unter beiden Grenzen liegen. Sobald du bei einem der beiden Werten drüber liegst, wirst du bilanzierungspflichtig und musst die aufwendige Form der Buchhaltung machen. Also dann brauchst du eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung und dann ist dieses Video tatsächlich nicht das Richtige für dich. Und mit diesen einleitenden Worten würde ich sagen, wir wechseln einmal auf meinen Bildschirm und dann schauen wir uns die Anlage EÜR Schritt für Schritt in Elster Online gemeinsam an. Wir befinden uns hier im Dashboard von Elster Online. Das sehen wir auch hier oben links. Einmal Elster, Ihr Online-Finanzamt und dann sehen wir hier das typische Dashboard mit allen Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite vor allem auch einmal Formulare und Leistungen. Und wenn wir darauf klicken, sehen wir hier alle Formulare und dann sehen wir gruppiert tatsächlich einfach alle Formulare, die man bei Elster Online ausfüllen kann, inklusive der Gewinnermittlung. Und zwar sehen wir hier die Gewinnermittlung und wenn wir das einmal ausklappen, sehen wir die Einnahmenüberschussrechnung. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil wenn man direkt auf Einkommensteuer geht, weil die Anlage EÜR ist ja eigentlich eine Anlage zur Einkommensteuererklärung, könnte man ja denken, dass ich hier richtig aufgehoben bin, aber die Gewinnermittlung ist tatsächlich separat. Warum? Weil deine Einkommensteuererklärung eine private Steuererklärung ist. Die Gewinnermittlung, also die Einnahmenüberschussrechnung, gehört aber zu deinem Unternehmen. Und wenn du tatsächlich deine Selbstständigkeit woanders angemeldet hast, als du wohnst, dann schickst du die Einnahmenüberschussrechnung, also die Anlage EÜR, an das Betriebssitzfinanzamt und deine private Einkommensteuererklärung an dein Wohnsitzfinanzamt. Wenn du da wohnst, wo auch deine Selbstständigkeit angemeldet ist, wie das bei den meisten von euch ist, macht das gar keinen Unterschied. Du musst es nur wissen, dass du die Einnahmenüberschussrechnung hier unter Gewinnermittlung findest. Aber in diesem Video wollen wir uns ja mit der Gewinnermittlung, also der Anlage EÜR, beschäftigen und deswegen klicken wir hier unten einmal drauf und im nächsten Schritt kann ich mir das Jahr aussuchen. Ich möchte jetzt die Steuererklärung für das letzte Jahr machen, nehme deswegen 2024 und klicke weiter. Im nächsten Schritt habe ich die Möglichkeit, Daten zu übernehmen. Das heißt, ich kann quasi die Vorjahressteuererklärung einfach in dieses Jahr kopieren. Also wenn ich im letzten Jahr schon die Anlage EÜR abgegeben hätte, also in dem Beispiel jetzt im Jahr 2023, dann könnte ich die Steuererklärung oder genauer gesagt die Anlage EÜR kopieren und dann muss ich anschließend die Vorjahreserklärung nur noch bearbeiten. Das spart so ein bisschen Zeit, weil viele Informationen gerade über dich und dein Unternehmen haben sich ja nicht verändert. Du hast im Vergleich zum Vorjahr wahrscheinlich immer noch den gleichen Betriebssitz, du hast immer noch den gleichen Namen, du hast immer noch die gleiche Steuernummer und so weiter. Deswegen kannst du tatsächlich, wenn du im Vorjahr die Steuererklärung schon mit Elster Online gemacht hast, hier ist einfach auf Datenübernahme klicken und musst dann die Zahlen und Werte jeweils nur noch anpassen. Ich habe in diesem Account noch keine Anlage EÜR abgegeben, deswegen muss ich ohne Datenübernahme fortfahren und habe im nächsten Schritt die Möglichkeit, bestimmte Anlagen auszuwählen. Auf diese einzelnen Anlagen werde ich hier in diesem Video nicht eingehen, weil das so ein bisschen den Rahmen des Videos sprengen würde. Wichtig ist natürlich erstmal, dass du die Hauptanlage auswählst, also die Anlage EÜR, und was außerdem noch wichtig ist für die meisten von euch, ist die Anlage AV-EÜR. Das steht für Anlagevermögen EÜR. Das heißt, immer wenn du Anlagevermögen in deinem Unternehmen hast, ein Auto, ein Smartphone, ein Schreibtisch, ein Rechner, eine Kamera und so weiter, dann
musst du das Ganze hier auch noch anklicken und dann füllst du die Anlage AVEUR auch aus. Dazu gibt es übrigens auch ein separates Tutorial, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Alle anderen Anlagen würde ich hier einfach einmal ausklammern, weil die auf die meisten von euch nicht zutreffen. Wenn du dazu Fragen hast, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen und stell da deine Fragen, dann helfe ich dir da gerne weiter. Wir klicken einfach auf Weiter und kommen dann in, ich würde mal sagen, das Standard-Interface von jedem Elster-Formular. Und zwar sehen wir hier oben einmal die 3 Schritte, die wir jetzt vor uns haben, und zwar einmal die Dateneingabe. Nachdem wir alle Daten eingegeben haben, können wir das Ganze noch einmal in einer Übersicht überprüfen und anschauen, ob das Ganze so stimmt, und am Ende können wir das direkt aus Elster Online an das Finanzamt übermitteln. Und wenn wir wissen wollen, wie diese Anlage eigentlich aufgebaut ist, dann haben wir auf der linken Seite hier immer die Möglichkeit, auf diesen Kreis zu klicken und sehen dann den gesamten Navigationsbereich dieser Anlage. Das heißt, erstmal gibt es ein paar allgemeine Angaben, dann geht es um die Gewinnermittlung, und zwar die Betriebseinnahmen, dann die Betriebsausgaben, und Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben ist dann letztendlich der Gewinn. Dann gibt es ein paar ergänzende Angaben und dann nochmal zusätzliche Angaben bei Einzelunternehmen. Und das Ganze gehen wir Schritt für Schritt durch. Dafür könnt ihr jeweils hier auf der linken Seite in die entsprechenden Menüpunkte springen, oder ihr klappt das Ganze wieder ein und füllt das jeweils aus und klickt dann hier unten immer auf nächste Seite. Dann werdet ihr auch automatisch immer zu dem nächsten Abschnitt weitergeleitet, und das ist auch genau das, was wir gemeinsam einmal machen würden. Und damit steigen wir direkt auch einmal ein und sehen, auch hier haben wir die Möglichkeit, Daten zu übernehmen. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, die Daten aus einer Vorjahreserklärung zu übernehmen, sondern aus den Account-Einstellungen von Elster Online. Du hast, als du Elster Online eingerichtet hast, auch in den Account-Einstellungen deinen Namen, deine Steuernummer, deine Adresse und so weiter angegeben. Du konntest es zumindest angeben, und wenn du das da sauber gepflegt und aktuell gehalten hast, dann kannst du tatsächlich jetzt aus deinem Profil bei Elster Online einfach die Daten übernehmen. Also so deine Stammdaten, die kannst du übernehmen, oder du kannst sie auch unter anderem aus einem anderen Profil übernehmen. Ich möchte das hier an der Stelle jetzt ehrlicherweise nicht machen, weil ich ja jedes einzelne Feld einmal mit euch gemeinsam durchgehen möchte. Im nächsten Punkt geht es um deine Steuernummer. Hier ganz wichtig, du hast unter Umständen mehrere Steuernummern. Also du hast deine persönliche Steueridentifikationsnummer, das ist die Steuernummer, die du quasi zur Geburt irgendwann mal bekommen hast. Dann hast du unter Umständen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, die ist nur für umsatzsteuerliche Sachverhalte, gerade so bei grenzüberschreitenden Leistungen. Dann gibt es seit dem Jahr 2024 unter Umständen eine Wirtschaftsidentifikationsnummer, die ist hier auch falsch, sondern was du hier brauchst, ist deine ganz normale Steuernummer, die so mit Schrägstrichen voneinander getrennt ist. Das heißt, wenn du die hast, musst du die hier angeben. Unter Umständen hast du sogar 2 solcher Nummern, und zwar immer dann, wenn das Szenario auf dich zutrifft, was ich eben schon genannt habe, und zwar, wenn du deine Selbstständigkeit woanders angemeldet hast, als du privat wohnst. Dann hast du nämlich ein Wohnsitzfinanzamt und ein Betriebssitzfinanzamt. Und wichtig hier, bei der Anlage EUR geht es immer um deine Betriebssitzsteuernummer. Das heißt, wenn du 2 haben solltest, dann musst du hier die Steuernummer eintragen, die du von deinem Betriebssitzfinanzamt bekommen hast. Wenn du nur eine Nummer bekommen hast, gar kein Problem, dann trägst du die hier ein und du wählst erstmal das Bundesland aus und dann trägst du die Steuernummer ein. Das Finanzamt wird dann automatisch ermittelt. Das weiß Elster Online daher, weil in deiner Steuernummer ein Part quasi die Identifikation deines Finanzamtes ist. Die Steuernummer ist sowas wie das interne Aktenzeichen, und deswegen gibt es immer ein Part in dieser Nummer, der genau sagt, welches Finanzamt eigentlich für dich zuständig ist. Wenn du noch nie eine Steuererklärung abgegeben hast und einfach noch gar keine Steuernummer hast, dann kannst du hier tatsächlich einfach eine neue Steuernummer beantragen anklicken, und dann bekommst du quasi mit deinem Steuerbescheid eine neue Steuernummer, und die kannst du dann in den nächsten Jahren ganz normal auch hier eintragen. Dann hast du hier unten noch die Möglichkeit, individuelle persönliche Bearbeitungsnotizen reinzuschreiben. Habe ich ehrlicherweise noch nie gebraucht. Ergibt manchmal Sinn, wenn du zum Beispiel deine Steuererklärung nicht auf einmal machst, sondern erstmal anfängst, später nochmal weitermachst, dann kannst du hier zum Beispiel den aktuellen Bearbeitungsstand für dich einfach notieren, dann geht das Ganze nicht verloren, und damit gehen wir direkt auf die nächste Seite. Im nächsten Schritt sehen wir noch einmal die Übersicht über das Formular. Das ist also exakt das, was wir uns hier auf der linken Seite schon einmal angeschaut haben. Das heißt, wir sehen jetzt, dass wir erstmal allgemeine Angaben machen müssen, dann müssen wir Angaben machen zur Mitwirkung und den Betriebseinnahmen und so weiter. All das, was wir uns gerade schon angeschaut haben, deswegen gehen wir direkt
direkt auf die nächste Seite. Und hier geht es zu den allgemeinen Angaben, die sich unter Umständen jetzt aus deinem Profil eingetragen haben oder aus der Vorjahreserklärung. Hier geht es nämlich rein praktisch erstmal darum, wie ist eigentlich dein Name bzw. wie heißt eigentlich dein Unternehmen. Das heißt, hier trägst du den Firmennamen ein oder deinen Nachnamen entsprechend, hier deinen Vornamen, hier die Straße und Hausnummer, die Postleitzahl und den Ort. Wichtig, hier geht es um dein Unternehmen. Das heißt, wenn du eine separate Unternehmensadresse hast, dann schreibst du hier die Unternehmensadresse rein. Dann geht es in der nächsten Frage um das Wirtschaftsjahr. Das Thema möchte ich hier nicht zu groß machen, weil bei den allermeisten von euch ist das Wirtschaftsjahr identisch mit dem Kalenderjahr. Es ist theoretisch möglich, unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr zu wählen. Berühmtestes Beispiel sind Fußballvereine. Weil die Fußball-Bundesliga-Saison immer vom 1.7. bis zum 30.6. gehen, erstellen Fußballvereine ihre Buchhaltung und auch ihren Jahresabschluss immer mit einem Wirtschaftsjahr vom 1.7. bis zum 30.6. Bei denen würde es keinen Sinn ergeben, mitten in der Saison quasi am 31.12. irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen. Und deswegen kann man das abweichen lassen. Das ist aber mehr Aufwand und deswegen empfehle ich dir das grundsätzlich nicht, und bei Einzelunternehmen ist es sowieso standardmäßig immer das Kalenderjahr. Deswegen musst du das hier gar nicht ausfüllen, nur damit du weißt, warum diese Frage eigentlich gestellt wird. Und dann habe ich vorhin schon die Wirtschaftsidentifikationsnummer erwähnt. Diese Wirtschaftsidentifikationsnummer bekommst du zugeteilt und hast einen Brief bekommen. Vielleicht aber auch noch nicht, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos wurden die noch nicht vollständig vergeben. Das heißt, das ist jetzt ein Prozess, der läuft über ein paar Monate, dass jeder Selbstständige, jedes Unternehmen in Deutschland eine eindeutige Wirtschaftsidentifikationsnummer zugeteilt bekommt. Und wenn du schon eine bekommen hast, dann trägst du die hier ein. Und wenn du noch keine bekommen hast, dann lässt du dieses Feld einfach leer. Im 6. Feld geht es um die Art des Betriebes bzw. der Tätigkeit. Also, was machst du inhaltlich? Hier schreibst du also sowas rein wie Videoproduktion oder Ernährungsberatung oder Digitalisierungsberatung oder was auch immer. Das heißt, hier geht es jetzt nicht darum, deinen gesamten Geschäftszweck zu beschreiben, sondern einmal ganz kurz in Stichpunkten einmal reinzuschreiben, wofür wird hier eigentlich diese Anlage EUR abgegeben, was ist das für ein Unternehmen. Als nächstes wählst du die Rechtsform des Betriebs aus. Und bei der Rechtsform muss man ehrlicherweise sagen, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und zwar bist du, wenn du Einzelunternehmen bist, ja entweder Freiberufler oder Gewerbetreibender. Wenn du Freiberufler bist, dann wählst du hier Angehöriger der freien Berufe aus und ansonsten nimmst du sonstige selbstständig tätige Personen. Ansonsten schau dir gerne die Liste an, wenn du irgendeine andere Rechtsform hast, und nimm entsprechend ja die andere Rechtsform. Wie du siehst, das ist sehr unübersichtlich. Für dich sollte es das aber eigentlich gar nicht sein, weil du meistens, wenn du diesem Kanal folgst, entweder Freiberufler oder Gewerbetreibender bist. Als nächstes wählst du die Einkunftsart aus. Das heißt, machst du Land- und Forstwirtschaft, bist du ein Gewerbebetrieb oder selbstständige Arbeit. Und das ist super verwirrend, weil Gewerbebetrieb ist ja relativ einfach. Immer wenn du Gewerbetreibender bist, hast du einen Gewerbebetrieb, aber du bist ja auch selbstständig. Was ist denn da jetzt eigentlich das Richtige? Und im Einkommensteuergesetz ist selbstständige Arbeit definiert mit freiberuflich sein. Das bedeutet, überall, wo selbstständige Arbeit steht oder Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, ist immer Freiberuflichkeit gemeint. Bei Gewerbe steht immer Gewerbe. Das bedeutet, du wählst hier, wenn du Gewerbetreibender bist, Gewerbebetrieb aus, und wenn du freiberuflich bist, wählst du hier selbstständige Arbeit aus. Ansonsten im nächsten Schritt wählst du noch einmal den Betriebsinhaber aus. Das ist bei einigen Rechtsformen super kompliziert zu beantworten. Bei einem Einzelunternehmen ehrlicherweise nicht so richtig, denn da bist du, wenn du gerade eine Steuererklärung für dich selber machst, selber der Betriebsinhaber, das heißt die steuerpflichtige Person. Punkt. Wenn du mit deinem Ehepartner zusammen veranlagt bist und du jetzt gerade eine Steuererklärung für euch beide machst, dann kann es natürlich sein, dass die Ehefrau bzw. Person B quasi der Betriebsinhaber ist. Oder aber ihr beide. In den allermeisten Fällen wirst du das aber für dich selber machen. Das heißt, du wählst hier die steuerpflichtige Person aus. Die nächsten beiden Fragen musst du beantworten, wenn du in dem entsprechenden Jahr mit deiner Selbstständigkeit aufgehört hast. Das heißt, wenn du in 2024 deine Selbstständigkeit beendet hast, aus welchen Gründen auch immer, musst du hier einmal eintragen, dass du entweder das Unternehmen einfach aufgegeben hast oder dass du es jemand anderen übertragen hast. Und wenn du es nicht hast, dann musst du hier keine Angaben machen. Außerdem wird hier noch nach Grundstücken gefragt. Das heißt, wenn du
Grundstücke entnommen oder veräußert hast, was man jetzt ja nicht täglich macht, dann musst du das hier auch einmal angeben und wenn nicht, dann kannst du dieses Feld auch entsprechend leer lassen. Im nächsten Punkt wird nach einer Steuernummer der Leitsteuererklärung gefragt. Das ist genau der Punkt, den wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, und zwar, wenn deine Selbstständigkeit woanders angemeldet ist, als du wohnst, dann hast du unter Umständen 2 Steuernummern und irgendwie muss das Finanzamt ja die Verknüpfung herstellen. Also woher soll das Finanzamt, das jetzt zuständig ist für die Einnahmenüberschussrechnung, denn wissen, zu welcher Einkommensteuererklärung das Ganze gehört? Und wenn das der Fall ist, dann musst du das Ganze hier unbedingt ausfüllen, dann musst du nämlich hier einmal deine Steuernummer für deine Einkommensteuererklärung angeben, damit das Finanzamt weiß, dass die Anlage EUR, die du hier gerade machst, zu deiner Einkommensteuererklärung dazugehört. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann sind die Angaben nicht so wichtig, dann solltest du das hier trotzdem noch einmal ausfüllen, damit das Finanzamt das genau zuordnen kann und weiß, wozu gehört eigentlich diese Anlage EUR. Und wenn du das gemacht hast, dann gehen wir auf die nächste Seite. Im nächsten Punkt musst du einmal angeben, wer dir dabei geholfen hat. Oder auf Deutsch gesagt, hier musst du deinen Steuerberater eintragen. Oder noch genauer gesagt, hier musst du wahrscheinlich gar nichts eintragen, weil entweder machst du das Ganze selbst und hast dann keinen Steuerberater. Und wenn du einen Steuerberater hast, dann wird dein Steuerberater sich hier selbst eintragen. Das führt dann dazu, dass der Bescheid und eventuelle Rückfragen nicht an dich gerichtet werden, sondern direkt an den Steuerberater. Bitte trag hier nicht der Typ von Steuerfit für Selbstständige. So ein Typ von YouTube. Schreib das nicht rein, lass das einfach leer, wenn du das Ganze jetzt gerade alleine machst. Das heißt, du kannst direkt zur nächsten Seite gehen. Und bei der nächsten Seite geht es jetzt ins Eingemachte. Jetzt sind wir nämlich in den nächsten Bereich. Wir gucken noch einmal auf die linke Seite. Wir haben die allgemeinen Angaben jetzt gemacht. Jetzt geht es wirklich um die Gewinnermittlung. Hier tragen wir jetzt wirklich unsere Betriebseinnahmen und Ausgaben ein. Und bevor wir das machen, würde ich gerne einmal die Frage beantworten, woher bekommen wir eigentlich diese Daten für diese Steuererklärung? Und zwar machst du, wenn du selbstständig bist, ja unterjährig eine Buchhaltung mit irgendeinem Buchhaltungsprogramm. LexWare oder Safdesk oder irgendwas anderem. Da erfasst du dann regelmäßig deine Ausgangsrechnung, deine Eingangsrechnung und so weiter. Das heißt, du hast irgendein Buchhaltungsprogramm und die Zahlen, die wir jetzt hier im Folgenden eingeben müssen, die findest du tatsächlich in deinem Buchhaltungsprogramm. Und ich zeige dir einmal ganz kurz, wo du das Ganze finden kannst, am Beispiel von LexWare Office. Und zwar gehe ich hier jetzt einfach mal in mein Buchhaltungsprogramm rein. Das heißt, du siehst hier, das ist das Buchhaltungsprogramm. Ich mache hier mit meine Buchhaltung und dann kann ich hier oben im Menü auf Buchhaltung gehen und sehe dann hier die Einnahmenüberschussrechnung. Ich klicke da einmal drauf und dann muss ich natürlich das Jahr auswählen, für das ich jetzt eine Steuererklärung machen möchte. Und zwar ist das Jahr 2024. Kann ich auswählen, dass ich das gesamte Jahr sehen möchte und sehe dann tatsächlich meine Einnahmenüberschussrechnung für das gesamte Jahr 2024. Und das Schöne, zumindest bei einigen Buchhaltungsprogrammen, wie zum Beispiel LexWare Office, ist es, dass man hier auf amtliche EUR klicken kann. Und dann sieht man hier, neben der offiziellen Beschreibung, was denn da steht, wir schauen uns das Ganze einmal an, Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Wir gehen bei Elster rein, Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Das ist Feld 12. Und wir schauen hier einmal rein, hier steht Feld 12 oder Zeile 12. Das heißt, wenn du das richtige Buchhaltungsprogramm hast und empfehlenswert ist da zum Beispiel LexWare, einen Link findest du unten in der Videobeschreibung, dann kannst du tatsächlich hier diese Zahlen, die hier einfach stehen, einfach Copy und Paste in deine Einnahmenüberschussrechnung übernehmen und das spart natürlich signifikant Zeit, wenn wir hier einfach Copy-Paste machen können und wenn tatsächlich diese Felder mit dabei dran stehen. Was ich persönlich mache, ist tatsächlich, dass ich in einem Tab immer das hier offen habe und im anderen Tab Elster Online offen habe und dann kopiere ich das einfach relativ wild rüber. Wir schauen das Ganze natürlich jetzt Schritt für Schritt auch nochmal bei Elster an und ich werde zu jeder einzelnen Position nochmal ein paar Worte sagen, aber nur damit du für dich selber weißt, wo du das Ganze findest und wie du eigentlich auf die Zahlen kommst, die du da einzutragen hast. Und damit wechseln wir einfach noch einmal wieder zurück und gehen jetzt mal Schritt für Schritt in jedes einzelne Feld rein. Und als erstes sehen wir das Feld, was wir eben schon angeschaut haben, und zwar die Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Das heißt, wenn du die Kleinunternehmerregelung gewählt hast, dann führst du ja Umsätze aus, die von der Umsatzsteuer befreit sind. Das heißt, du weist keine Umsatzsteuer aus, aber das Ganze kannst du nur machen, wenn du unter bestimmten Umsatzgrenzen bleibst. Und zwar im Vorjahr unter 25.000 Euro und im laufenden Jahr unter 100.000 Euro. Und deswegen musst du das in der Einnahmenüberschussrechnung tatsächlich auch separat ausweisen, damit das Finanzamt irgendwie sieht, ob du noch in diesen oder unter diesen Umsatzgrenzen bist. Das bedeutet, wenn du die Kleinunternehmerregelung gewählt hast, dann schreibst du hier jetzt zum Beispiel rein Digitalisierungsberater
oder Softwareentwicklung. Und hier schreibst du deinen Gesamtjahresumsatz rein. Also beispielsweise Softwareentwicklung 20.000 €. Und das war's dann. Wenn du nicht die Kleinunternehmerregelung gewählt hast, lässt du das Feld einfach leer. Das kann man hier so generell sagen. Du lässt bei Elstore Online generell unglaublich viele Felder einfach leer. Das heißt, über die meisten Felder werden wir einfach hinwegspringen. Das sehen wir tatsächlich auch, wenn wir mal die Auswertung in Lexware Office anschauen. Bei den meisten Feldern steht halt nichts drin. Und du musst jetzt da auch nicht überall 0 eintragen. Du kannst sie einfach überspringen und musst da nicht jedes Mal was eintragen. Auch das nächste Feld musst du nur als Kleinunternehmer ausfüllen. Und zwar schreibst du hier oben ja deine gesamten Betriebseinnahmen rein. Du hast aber unter Umständen Umsätze, die gar nicht in die Kleinunternehmerregelung fallen, weil sie in Deutschland gar nicht steuerbar sind. Das sind vor allem Umsätze, die du im Ausland gemacht hast. Das heißt, in bestimmten Geschäftsbeziehungen ist der Ort der Leistung gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo im Ausland. Zum Beispiel durch das Reverse Charge Verfahren. Und wenn du solche Leistungen erbracht hast, also du erbringst eine Leistung für ein Unternehmen im Ausland, dann ist das ein sogenannter Reverse Charge Umsatz und dann ist der Ort der Leistung tatsächlich im Ausland. Auch wenn du in Deutschland sitzt, um diesen Umsatz zu erbringen. Und das ist ein sogenannter nicht steuerbarer Umsatz. Und diese nicht steuerbaren Umsätze, die musst du noch einmal separat hier aufführen und jeweils einen Betrag ranschreiben. Und beim nächsten Feld geht es um Land- und Forstwirtschaft. Das heißt, wenn du Land- oder Forstwirt bist, dann musst du hier deine Einnahmen eintragen. Zumindest dann, wenn du die Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 Umsatzsteuergesetz angewandt hast. Das sollte auf die allermeisten von euch nicht zutreffen. Falls du Land- oder Forstwirt bist, dann schreib mir mal gern einen Kommentar unter diesem Video, dann weiß ich, dass zumindest ein paar Land- und Forstwirte diese Anleitungen sehen und dann kann ich da zumindest in Zukunft mehr drauf eingehen. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten von euch weder Landwirte noch Forstwirte sind. Und dann geht es im nächsten Feld für die meisten von euch richtig los und zwar geht es hier um die umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen. Ohne solche zum ermäßigten Steuersatz von 0%. Das heißt, hier sind ganz normal die Betriebseinnahmen, die der Umsatzsteuer unterliegen, einzutragen. Wir schauen uns das Ganze nochmal im Buchhaltungsprogramm an. Das heißt, Feld 15 sehen wir hier bei mir einmal. Das Feld 15, da müsste ich jetzt 62.470,24 € eintragen. Das übertrage ich dann einfach, schreibe hier rein Betriebseinnahmen oder Unternehmensberatung, Digitalisierungsberatung, Videoproduktion und hier jeweils den Betrag. Wichtig, hier geht es um den Nettobetrag, das heißt nicht inklusive Umsatzsteuer, die Umsatzsteuer kommt später noch, sondern hier geht es wirklich um den Nettorechnungsbetrag. Im nächsten Schritt geht es um alle Betriebseinnahmen, die irgendwie umsatzsteuerfrei sind, die nicht umsatzsteuerbar sind oder tatsächlich auf die dieses Reverse Charge Verfahren, was ich eben schon erklärt habe, zutrifft. Wir haben das Ganze hier oben ja einmal gehabt für die Kleinunternehmer und das Ganze haben wir natürlich hier unten auch analog für diejenigen, die umsatzsteuerpflichtig sind. Weil auf diese Umsätze zahlst du ja keine Umsatzsteuer und trotzdem musst du das Ganze einmal separat ausweisen und zwar indem du das Ganze hier einträgst. Ich habe das Ganze tatsächlich auch in meiner eigenen Buchhaltung. Das heißt, ich sehe hier Feld 16, da habe ich ungefähr 43.000 € und ich kann euch auch genau sagen, was das ist. Das sind nämlich in erster Linie meine AdSense-Einnahmen. Weil wenn ich hier auf YouTube Videos produziere, habe ich eine Geschäftsbeziehung mit Google in Irland, weil Google YouTube betreibt und ich bekomme Geld von diesem irischen Unternehmen und das ist eine B2B-Geschäftsbeziehung, weil ich ein Unternehmen bin in Deutschland, Google ist ein Unternehmen in Irland und ich bekomme diese Auszahlung tatsächlich ohne Umsatzsteuer und Google muss sich dann um die Umsatzversteuerung in Irland kümmern. Deswegen ist das aber für mich ein nicht steuerbarer Umsatz, für die der Leistungsempfänger Google die Umsatzsteuer schuldet. Und das Ganze ist in § 13b geregelt. Das gleiche gilt auch für Beratungsumsätze oder für andere Dienstleistungen, die du erbringst für Unternehmen, die im EU-Ausland sitzen. Das sind alles Umsätze, die du hier dann in Feld 16 eintragen musst. Und im nächsten Feld geht es dann um die gesamte Umsatzsteuer. Das heißt, wie viel Umsatzsteuer hast du eigentlich im gesamten Jahr 2024 vereinnahmt? Das heißt, das sind die ganzen Umsatzsteuerbeträge, die du von deinen Kunden auf dein Konto überwiesen bekommen hast. Das Ganze musst du natürlich nicht per Hand ausrechnen, wenn du ein Buchhaltungsprogramm hast, sondern du kannst hier jetzt einfach reingehen in das Buchhaltungsprogramm, schaust dir Feld 17 an, siehst dann 11.861,33 €. Das wäre dann der Betrag, den ich hier eintrage. Und hier übrigens davor schreibst du immer irgendwas grob Beschreibendes. Ich finde das
das ein bisschen verwirrend, dass man hier jedes Mal was eintragen soll, weil was soll man hier eintragen? Umsatzsteuer halt. Das heißt, du schreibst hier einfach Umsatzsteuer und dann den Betrag rein. Du musst hier keine großen Romane schreiben. Du musst es auch nicht fein aufgliedern, weil du kannst ja immer mehrere Reihen hinzufügen. Ist überhaupt nicht notwendig. Schreib hier einfach grob, was ist es eigentlich? Ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil er jedes Mal nach einer Bezeichnung fragt, obwohl die Bezeichnung ja hier schon in der Überschrift steht. Fragt mich nicht nach Logik und Usability bei Elster Online. Wenn das alles so selbst erklären wäre, müsste ich diese Videos ja nicht drehen. Und damit kommen wir zu den sonstigen Betriebseinnahmen. Denn Betriebseinnahmen sind steuerlich gesehen nicht nur die Einnahmen, die du von deinen Kunden bekommst, sondern es gibt tatsächlich auch sonstige Einnahmen, die gar nicht so richtig Einnahmen sind. Und zwar geht es hier einmal um die vom Finanzamt erstattete bzw. verrechnete Umsatzsteuer. Weil es kann ja durchaus mal sein, dass du für einzelne Monate oder Quartale eine Vorsteuerforderung hast. Das ist immer dann der Fall, wenn du tatsächlich mehr investiert hast, also mehr Umsatzsteuer an deine Dienstleister und Lieferanten gezahlt hast, als du von deinen Kunden bekommen hast. Dann hast du eine Umsatzsteuerforderung an das Finanzamt und das Finanzamt erstattet dir diesen Umsatzsteuerbetrag auf dein Konto. Und das musst du hier jeweils auch einmal eintragen. Das heißt, das ist diese vom Finanzamt erstattete bzw. verrechnete Umsatzsteuer, wenn eine Umsatzsteuererstattung beispielsweise verrechnet wurde mit einer späteren Umsatzsteuerforderung oder Zahllast. Manchmal verrechnet das Finanzamt das. Das heißt, hier musst du das Ganze aber auch einmal eintragen. Was außerdem zu deinen Einnahmen gehört, ist die Veräußerung von Anlagevermögen. Das ist erstmal keine große Überraschung. Wenn du einen Firmenwagen hast beispielsweise und du hast den laufend benutzt in deinem Unternehmen und irgendwann sagst du, diesen Firmenwagen brauche ich nicht mehr und du stellst den einfach irgendwo online bei mobile.de rein und verkaufst das Auto, dann generiert das Einnahmen. Und diese Einnahmen sind natürlich Betriebseinnahmen und die musst du hier eintragen. Relativ logisch auch, weil wenn du die Anschaffungskosten im Unternehmen, in der Buchhaltung berücksichtigt hast, musst du natürlich auch den Verkauf steuerlich berücksichtigen. Das ist soweit auch klar. Was viele Leute nicht wissen, ist auch, dass die Entnahme von Anlagevermögen tatsächlich steuerpflichtig ist. Das heißt, wenn du dieses Auto dann nicht verkaufen möchtest, sondern anschließend einfach privat benutzen möchtest, dann musst du dieses Auto tatsächlich auch aus dem Betriebsvermögen entnehmen und dem Privatvermögen zuordnen. Und diese Entnahme von Anlagevermögen ist tatsächlich steuerpflichtig. Das heißt, du musst dann den Wert dieses Autos ermitteln zum Zeitpunkt der Entnahme und musst das tatsächlich versteuern. Sowohl umsatzerhöhend als auch musst du tatsächlich Umsatzsteuer darauf bezahlen. Deswegen steht hier oben auch beim Umsatzsteuerbetrag vereinnahmte Umsatzsteuer sowie Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertabgaben. Das heißt, die Entnahme wäre tatsächlich eine unentgeltliche Wertabgabe und dann musst du darauf tatsächlich Steuern bezahlen. Solltest du dringend beachten, du kannst nicht einfach Firmenequipment anschließend privat benutzen, ohne dass das steuerlich irgendwelche Auswirkungen hat. Ist ehrlicherweise, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch logisch, weil du in deinem Unternehmen ja einen Vorsteuerabzug hast. Sonst würdest du, wenn du einen neuen Laptop kaufst oder ein neues Handy kaufst, es ja immer als Firmenanschaffung deklarieren, hättest einen Vorsteuerabzug und könntest das dann anschließend quasi steuerfrei privat entnehmen und freust dich, dass du jetzt nur den Nettopreis gezahlt hast. Geht natürlich nicht. Du kannst das Ganze natürlich als Unternehmen kaufen, hast einen Vorsteuerabzug, du bekommst es aber nicht, ohne dass du diese Umsatzsteuer wieder zurückbezahlst, quasi aus dem Unternehmen raus. Solltest du nur wissen und bedenken, dass tatsächlich so eine Entnahme von Anlagevermögen auch steuerpflichtig ist. Was außerdem steuerpflichtig ist, ist die Verwendung von Firmenequipment. Das heißt, wenn wir jetzt bei unserem Autobeispiel bleiben, du hast einen Firmenwagen und den möchtest du gar nicht vollständig entnehmen. Du möchtest aber diesen Firmenwagen halt auch mal privat benutzen, weil du in den Urlaub fahren möchtest, weil du deinen Wocheneinkauf erledigen möchtest, weil du deine Kinder aus der Kita abholen möchtest. Sollte ja vorkommen. Dann kannst du nicht nur den Firmenwagen entnehmen, sondern auch die Leistung des Firmenwagens entnehmen. Und diese Leistungsentnahme musst du tatsächlich auch versteuern. Und die ermittelst du auf zwei unterschiedliche Arten. Entweder die 1%-Methode oder die Fahrtenbuchmethode. Wie das genau funktioniert, würde hier vollständig den Rahmen sprengen. Du findest dazu vertiefende Videos unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne vorbei, wenn dich das ganze Thema Auto interessiert. Und mit dieser 1%-Methode oder mit dieser Fahrtenbuchmethode ermittelst du einen Wert. Also wie viel Wert hatte die Leistung, die du diesem Unternehmen quasi entnommen hast. Und dieser Wert ist Teil deiner Umsätze.
Das heißt, das musst du hier eintragen in Feld 20, private Kfz-Nutzung hatte folgenden Wert und schreibst dann hier den Wert rein. Und der ist natürlich steuerpflichtig. Wie bei Angestellten auch. Wenn du als Angestellter einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekommst, musst du darauf tatsächlich Steuern bezahlen. Und als Selbstständiger machst du das, indem du hier diesen Wert jeweils einträgst. Dadurch erhöht sich ein wenig dein Gewinn und durch diese Gewinnerhöhung steigt auch deine Steuerlast ein wenig. Natürlich ist das Ganze nicht nur denkbar bei Autos, sondern auch bei sämtlichen anderen Dingen. Das heißt, all das Anlagevermögen, was du in deinem Unternehmen hast oder aber auch tatsächlich einfach Wareneinkauf. Gehen wir davon aus, ich habe einen Gemüseladen und ich verkaufe jeden Tag Gemüse und am Abend denke ich mir, ich bin hungrig. Meine Kinder sind auch hungrig. Oh, da liegt ja Gemüse vor mir. Und dieses Gemüse habe ich ja als Unternehmen eingekauft. Ich darf das Gemüse trotzdem mit nach Hause nehmen. Ich muss das nur sauber dokumentieren und dann halt einfach als Sachentnahme buchen. Das heißt, das Ganze ist dann steuerpflichtig. Natürlich darf ich aus meinem eigenen Laden was zu essen mit nach Hause nehmen. Ich muss es aber dokumentieren und quasi als Entnahme versteuern. Das wäre jetzt ein Beispiel, was man hier eintragen würde. Analog aber auch die Leistung von irgendwelchen anderen Geschichten. Wenn ich einen 3D-Drucker im Unternehmen habe, ich brauche privat aber irgendwas, ein Geschenk für Weihnachten für meinen Bruder oder was auch immer. Der Kreativität sind keine Beispiele gesetzt. Wenn du eine konkrete Frage hast, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen. Dann kann ich das jeweils auch hier eintragen und damit ist das steuerlich dann auch 100%ig sauber. Die nächsten beiden Felder können wir überspringen, weil man da jeweils auch nichts eintragen muss. Das heißt, es sind reine Berechnungsfelder und wir gehen zur nächsten Seite. Und auf der nächsten Seite geht es um die Betriebsausgaben. Das heißt, hier sind wir jetzt beim wirklich wichtigen Part, weil die Betriebseinnahmen erhöhen ja meinen Gewinn und ein erhöhter Gewinn sorgt für mehr Steuerlast. Und hier geht es jetzt um die Dinge, die ich von der Steuer absetzen kann. Das heißt, was kann ich eigentlich als Betriebsausgabe buchen? Und je mehr ich hier angeben kann, desto niedriger wird mein Gewinn und desto niedriger wird meine Steuerlast. Das heißt, jetzt wird es wirklich spannend, was kann man eigentlich in seiner Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen? Und spannend wird es hier ganz oben, aber leider auch für die meisten von euch irrelevant. Und zwar bei der Betriebsausgabenpauschale. Es gibt bestimmte Berufe, die haben eine Betriebsausgabenpauschale. Die müssen gar nicht einzeln dokumentieren, welche Ausgaben sie haben und alle Rechnungen aufbewahren, sondern die können tatsächlich hier eine Pauschale ansetzen. Ich habe dazu übrigens auch mal ein separates Video aufgenommen, das findest du unten in der Videobeschreibung. Das betrifft zum Beispiel Tagesmütter oder Hebammen oder Berufskraftfahrer. Es sind aber ehrlicherweise wirklich nur so ein paar Berufe und deswegen lohnt es sich nicht, das ganze Thema hier zu groß werden zu lassen. Aber wenn das Ganze auf dich zutrifft, dann kannst du tatsächlich hier einfach deine Pauschale ausrechnen und hier eintragen und damit bist du mit den Betriebsausgaben dann eigentlich auch schon durch. Alle anderen, also die allermeisten von euch, müssen hier unten erst weitermachen. Und zwar Feld 27. Da geht es um den Wareneinkauf bzw. Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe inklusive Nebenkosten. Das ist vor allem, wenn du im Handel aktiv bist, dann musst du hier deinen kompletten Wareneinkauf eintragen. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Das, was du halt unternehmerisch wieder verkaufst, musst du irgendwann mal eingekauft haben und den jeweiligen Betrag schreibst du hier rein. Wenn du mehr im Dienstleistungssegment tätig bist, dann kaufst du vielleicht keine Waren ein, aber vielleicht Dienstleistungen. Ich hatte zum Beispiel mal die Buchhaltung von einem Architekten, der hat nicht alles selbst gemacht. Natürlich nicht. Der hat an ganz großen Projekten gearbeitet, hatte aber seine ganzen Subdienstleister, die er je nach Auftrag auch beauftragt hat. Das heißt, er hat ein Gesamtprojekt gehabt, da hat er vielleicht 100.000 € Umsatz mitgemacht, da hat er aber nur die Hälfte von gemacht und die andere Hälfte hat er dann an andere Architekten, die ganz gut in Teilbereichen waren, weitergegeben. Und für deren Leistung hat er natürlich eine Rechnung bekommen. Das sind sogenannte Fremdleistungen. Das heißt, da hat er einfach Fremdleistung bezogen. Das gleiche wäre zum Beispiel, wenn du Webseiten erstellst und die verkaufst, dir aber die Bilder bei einem Fotografen einkaufst, das Design bei einem Designer und bestimmte Dinge noch von einem Programmierer entwickeln lässt. Das wären jeweils Fremdleistungen, für die du natürlich eine Rechnung bekommst, die du dann bezahlst, die du dann hier jeweils einträgst. Übrigens, analog zur Einnahmenseite schreibst du hier natürlich immer den Nettobetrag rein, weil, wir werden es später sehen, der Umsatzsteuerbetrag separat eingetragen werden muss. Aber du musst andere Leute natürlich nicht immer nur per Rechnung bezahlen, sondern hast selbstverständlich als Unternehmer die Möglichkeit, auch Leute einzustellen. Und wenn du Leute einstellst, dann hast du damit ja einige Kosten. Und zwar musst du die Gehälter bezahlen, du musst die Krankenversicherungsbeiträge abführen, du musst die Lohnsteuer abführen und so weiter. Das heißt, du hast einen ganzen großen Kostenblock, der lässt sich zusammenfassen mit Ausgaben für eigenes Personal, zum Beispiel Gehälter, Löhne und Versicherungsbeiträge. Das heißt, all das, was du für deine eigenen selbst angestellten Mitarbeiter aufwendest, das trägst du hier bei Feld 30 ein. Das sieht man zum Beispiel auch in meiner Buchhaltung
Steuern wieder in Feld 30, da steht ein ordentlicher Betrag und zwar über 60.000 Euro. Das ist das, was wir quasi an Gehältern gezahlt haben in meinem Unternehmen. Der nächste Part ist auch super spannend, möchte ich hier aber ein bisschen kürzer halten, weil es dazu ein separates Tutorial gibt. Das verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Und zwar geht es hier um die sogenannte Abschreibung, also die Absetzung für Abnutzung. Wenn du Dinge kaufst, die dauerhaft in deinem Unternehmen verbleiben sollen, das heißt ein Auto, ein Schreibtisch, ein Smartphone und so weiter, dann kannst du die Kosten nicht sofort vollständig absetzen, sondern du musst sie über die Nutzungsdauer abschreiben. Zum Beispiel ein Smartphone über 3 bis 5 Jahre. Das heißt, wenn du für 900 Euro ein Smartphone kaufst, dann kannst du nicht diese 900 Euro sofort als Betriebsausgabe buchen, sondern musst diese 900 Euro auf 3 Jahre verteilen und kannst dann 3 mal 300 Euro absetzen. Das ist die sogenannte Abschreibung. Die ermittelst du hier aber gar nicht, wie du siehst. Das heißt, in diese Felder kannst du gar nichts eintragen, sondern die ermittelst du in der Anlage AVEUR. Die steht für Anlagevermögen zur Einnahmenüberschussrechnung. Und das Ganze betrachten wir in dem Tutorial zur AVEUR. Und hier werden dann jeweils die Zahlen automatisch übertragen aus der AVEUR. Du hast aber nicht nur die Möglichkeit, die Standardabschreibungen abzusetzen, sondern es gibt auch eine sogenannte Sonderabschreibung. Das sind die Herabsetzungsanträge nach § 7g. Du findest unten in der Videobeschreibung auch noch ein Video dazu verlinkt zum Thema Sonderabschreibung. Damit hast du die Möglichkeit, einmalig nochmal einen höheren Betrag abzuschreiben und damit die Abschreibungsbeträge früher geltend zu machen und dadurch unter Umständen Steuern zu sparen. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema und wenn du dich dafür aktiv entscheidest, bestimmte Investitionen sonderabzuschreiben, musst du hier diese Sonderabschreibungen einmal erfassen und kannst sie dann auch dadurch steuerlich absetzen. Du musst allerdings nicht alles über einen längeren Zeitraum verteilen, sondern nur Anschaffungen ab 800 Euro netto. Das heißt, alles, was günstiger ist als 800 Euro netto, kannst du sofort absetzen. Übrigens Computer, Laptops und so weiter auch. Und diese Anschaffungen, die unter 800 Euro netto lagen, die kannst du hier eintragen. Beispielsweise ein gebrauchtes Smartphone oder ein Computer für 500 Euro. Das alles kannst du dann hier eintragen und damit dann sofort im Jahr der Anschaffung, also im Jahr 2024 in dem Beispiel, vollständig von der Steuer absetzen. Wir gehen zum nächsten Feld und hier geht es erstmal um Raumkosten und sonstige Grundstücksaufwendungen. Miete und Pacht für Geschäftsräume und betrieblich genutzte Grundstücke. Das heißt, hier schreibst du letztendlich die Miete für dein Büro rein, für deine Lagerhalle und so weiter. Oder wenn du ein Arbeitszimmer zu Hause hast, was wirklich ein separates Arbeitszimmer ist, also ein separater Raum, dann hast du die Möglichkeiten, die anteiligen Mietkosten tatsächlich auch hier einzutragen. Beispielsweise, du mietest eine 100 Quadratmeter Wohnung für 2.000 Euro und 10% dieser Wohnung entfallen auf dein Arbeitszimmer. Und dieses Arbeitszimmer nutzt du nur für deine Selbstständigkeit. Dann kannst du 10%, also 10% von der Grundfläche, kannst du auch 10% von den Mietkosten und den Mietnebenkosten hier eintragen. Wären in dem Fall denn 200 Euro pro Monat oder 2.400 Euro pro Jahr, die du dann als Miete für deine Geschäftsräumlichkeiten ansetzen könntest. Wichtig ist natürlich, dass du das Ganze ganz sauber dokumentierst. Zu dem ganzen Thema Arbeitszimmer, Homeoffice absetzen und so weiter findest du auch in der Videobeschreibung ein Video verlinkt. Dann hast du unter Umständen die Möglichkeiten, Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung abzusetzen. Das heißt, wenn du beruflich gesehen tatsächlich einen zweiten Haushalt führen musst, dann hast du unter Umständen die Möglichkeit, diese Aufwendungen auch in deiner Buchhaltung zu berücksichtigen und die würdest du dann hier eintragen. Wenn du aber nicht zur Miete wohnst, sondern dir gehört das Bürogebäude, die Lagerhalle oder das Eigenheim, dann kannst du die Kosten natürlich trotzdem absetzen, die du hast. Und zwar Grundsteuer und Reparaturen und so weiter. Das heißt, hier trägst du alle sonstigen Aufwendungen für betrieblich genutzte Grundstücke oder Grundstücksteile, also Gebäude, ohne die Schuldzinsen und die Abschreibung. Das heißt, nicht die Finanzierungskosten und auch nicht die Abschreibungen für die Immobilie, aber alles rund um Grundsteuer, um Abfall, um den ganzen Ausgaben, die man sonst so hat, die kannst du tatsächlich hier eintragen. Aber ganz, ganz wichtig, wenn du im Homeoffice arbeitest und ein separates Arbeitszimmer hast, im Eigenheim, dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir unten auch in der Videobeschreibung verlinke. Das kann steuerlich nämlich durchaus gefährlich sein, wenn du in deinem Eigenheim ein separates Arbeitszimmer hast. Weil wenn du diese Kosten dann in deiner Buchhaltung, in deiner Einnahmenüberschussrechnung quasi einbringst und ansetzt, dann ordnest du dieses Arbeitszimmer dem Betriebsvermögen zu.
hinzu. Und dann verlierst du unter Umständen die Steuerfreiheit beim Verkauf der Immobilie. Deswegen schau dir das unbedingt an. Das ist eine teure und gefährliche Steuerfalle, deswegen solltest du da unbedingt darauf achten. Und wenn du hier in Zeile 41 Erhaltungsaufwendungen hast, dann musst du die nochmal separat ausweisen in Feld 42. Das heißt, diese ganzen Felder sind für dich irrelevant, wenn du zur Miete wohnst und kannst sie einfach leer lassen und überspringen. Jetzt kommen wir zu den sonstigen unbeschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Das heißt, die Betriebsausgaben, die eigentlich auch fast jeder von uns irgendwie hat. Nicht immer in gleicher Höhe, aber irgendwann hat das jeder mal. Und zwar einmal die Aufwendung für Telekommunikation, also Telefonkosten, Internetkosten und so weiter. Die trägst du hier ein. Dann hat man unter Umständen noch Übernachtungs- und Reisekosten bei Geschäftsreisen, Fortbildungskosten ohne die Reisekosten, also Seminare und Messen und so weiter. Kannst du hier alles als Fortbildungskosten eintragen. Tatsächlich auch Kosten für eine Zweitausbildung. Also wenn du studierst beispielsweise, ist der Bachelor die Erstausbildung und dann kannst du die Kosten für dein Masterstudium tatsächlich hier als Fortbildungskosten in der Buchhaltung berücksichtigen und damit steuermindernd ansetzen. Dann Kosten für Rechts- und Steuerberatungskosten, Buchführungskosten und so weiter. Übrigens, wenn du einen Steuerberater suchst, meine Empfehlung findest du unten in der Videobeschreibung. Füll da das Formular gerne einmal aus, dann helfe ich dir gerne, einen Steuerberater zu finden. Die Miete und das Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter ohne Kfz. Das heißt, hier nicht das Autoleasing eintragen, aber ich zum Beispiel habe noch einen Leasingvertrag für einen Kopierer. Braucht man nicht unbedingt, aber unter Umständen hast du ja irgendwelche Maschinen gemietet oder geleast. Die würdest du dann hier eintragen. Wenn du das nicht hast, lässt du die Felder entsprechend auch wieder leer. Dann haben wir Erhaltungsaufwendungen, das heißt Instandhaltung, Wartung, Reparatur ohne solche für Gebäude und Kfz. Das heißt generell, wenn du jemanden hast, einen Hausmeister, der dir irgendwie die Steckdosen wieder richtet, wenn sie gerade nicht funktionieren, hatte ich gerade erst letzte Woche, dann kannst du das Ganze hier eintragen und natürlich auch steuerlich absetzen. Dann Beiträge, Gebühren, Abgaben, Versicherungen. Wichtig, nicht deine Krankenversicherung, sondern Unternehmensversicherung. Das heißt Vermögensschadensversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung und so weiter. Das kannst du hier absetzen, denn IHK-Beitrag kannst du zum Beispiel absetzen, Gebühren und Beiträge für irgendwelche Businessclubs beispielsweise. Das alles könnt ihr hier absetzen. Wichtig auch hier Versicherung auch nicht für Gebäude und Autos. Und an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir haben hier wahnsinnig viele Felder und wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, Dinge einzutragen. Ich bekomme es immer wieder mit, dass Leute heiß diskutieren oder sehr viel Zeit damit verschwenden, herauszufinden, welches Buchungskonto, also welches Feld denn jetzt das Richtige ist. Sind Telekommunikationskosten jetzt auch das Hosting der eigenen Webseite oder ist das eher IT-Kosten oder sind das Werbekosten? Ich kann euch eins sagen, es ist vollkommen egal. Das Finanzamt interessiert das eigentlich gar nicht so wirklich, in welches Feld ihr das reinschreibt. Wichtig ist nur, dass ihr es reinschreibt, weil das Finanzamt interessiert sich eigentlich nur dafür, wie viel Gewinn unten rauskommt. Es ist für die Steuer vollkommen irrelevant, ob du das Webseitenhosting nun als Internetkosten, als IT-Kosten oder als Werbekosten deklarierst. Das spielt für das Finanzamt ehrlicherweise gar keine Rolle, weil es die Steuerlast überhaupt nicht verändert. Und deswegen verschwende nicht zu viel Zeit darauf, jetzt das richtige Buchungskonto oder das richtige Feld zu finden. Meine Empfehlung ist, dass du das einfach konstant machst. Wenn für dich das Webseitenhosting halt Marketing ist, dann ist das bitte nächstes Jahr auch das Marketing. Du solltest nicht zu sehr springen in den einzelnen Positionen. Das ist meine Empfehlung. Ansonsten ist das ehrlicherweise gar nicht so wichtig und ich habe noch nie mitbekommen, dass das Finanzamt Ärger gemacht hat, weil man jetzt eine bestimmte Ausgabe in einem anderen Feld deklariert hat, als jemand anderes das gemacht hätte. Das habe ich noch nie mitbekommen, auch wenn, muss man dazu sagen, auch Buchhalter und Steuerfachleute wahnsinnig gerne über dieses Thema diskutieren. Aber letztendlich interessiert das gar niemanden, weil das die Steuer einfach nicht verändert. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar den schon fast angeteaserten laufenden EDV-Kosten. Beratung, Wartung und Reparatur im Bereich EDV. Hier könnte man zum Beispiel auch das Hosting der Webseite eintragen. Muss man nicht, kann man auch woanders eintragen. Es spielt halt keine große Rolle. Dann Feld 51, Arbeitsmittel. Hier trägst du Bürobedarf, Porto, Fachliteratur und so weiter ein. Außerdem gibt es noch das Feld Kosten für Abfallbeseitigung und Entsorgung. Das glaube ich auch relativ selbsterklärend. Kosten für Verpackung und Transport. Wichtig ist, das ist vor allen Dingen für deinen Transport und deine Verpackungen. Wenn du etwas einkaufst, Waren einkaufst und irgendeine Ware kostet jetzt 200 € und auf dieser Rechnung stehen nicht nur 200 €, sondern auch 200 € plus 10 € Versand, dann musst du nicht anfangen, das Ganze aufzuteilen und sagen, 200 € waren jetzt Wareneinkauf und 10 € waren jetzt
Verpackung und Transport. Nein, hier geht es um deine Transport- und Verpackungskosten. Das heißt, wenn du zur Deutschen Post gehst und ja, so einen Stapel Kartons kaufst, um dann in Zukunft deine Produkte zu verschicken, dann sind das die Verpackungskosten, die du hier einträgst, nicht aber die Position, die du im Rahmen von deinem Wareneinkauf oder Büromittelbedarfsbestellung da jeweils einzeln ausgewiesen bekommst. Das musst du nicht separieren. Das kannst du jeweils auf die entsprechenden Konten mitbuchen. Das heißt entweder Wareneinkauf oder Bürobedarf und so weiter. Dann haben wir als nächstes das Feld Werbekosten, also Inserate, Werbespots, Plakate, Facebook, Google, Instagram und so weiter. Das heißt, all das, was du für Werbung ausgibst, kannst du hier eintragen, wie zum Beispiel auch die Webseite. Dann geht es um die Schuldzinsen zur Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Das ist, glaube ich, auch relativ klar. Wenn du große Investitionen hast und quasi Maschinen beispielsweise anschaffst, dann hast du das Geld vielleicht nicht gerade auf dem Konto liegen, sondern brauchst eine Finanzierung. Und in den laufenden Raten, die du dann zahlst, ist meistens einmal der Tilgungsanteil enthalten und dann der Zinsanteil. Und den Zinsanteil, den kannst du als Betriebsausgabe absetzen. Zum Beispiel auch, wenn du dein Auto finanzierst. Dann zahlst du ja monatlich auch deine Raten und dann bestehen deine monatlichen Raten genau aus diesen beiden Dingen und da kannst du den Zinsanteil hier in Feld 55 eintragen. Alle anderen Zinsen, wie zum Beispiel die Zinsen dafür, dass du dein Konto überzogen hast oder deine Kreditkarte ein bisschen zu häufig benutzt hast, all das kannst du hier eintragen unter den übrigen Schuldzinsen. Und dann kommen wir wieder zur Umsatzsteuer. Wir haben über die Umsatzsteuer ja schon auf der Umsatzseite gesprochen. Das heißt, in deinen Rechnungen ist auch einmal ja der Nettobetrag enthalten und der Umsatzsteuerbetrag. Und diesen Umsatzsteuerbetrag haben wir schon einmal separat auf der Einnahmenseite ausgewiesen. Das gleiche haben wir natürlich auch auf der Ausgabenseite. Weil die Kosten, also alle, die wir hier gerade besprochen haben, die enthalten in der Regel ja auch immer einen Umsatzsteuerbetrag. Und du schreibst hier überall ja jeweils den Nettobetrag rein und was bleibt, ist die Umsatzsteuer oder für dich die Vorsteuer, die du dann geltend machen kannst und die trägst du hier ein. Das heißt, hier sind einmal die gesamten Vorsteuerbeträge, die du vom Finanzamt wiederholen kannst, die schreibst du einmal hier rein. Aber du hast ja nicht nur die Umsatzsteuerbeträge, die du im Rahmen der Ausgaben an deine Lieferanten und Dienstleister quasi gezahlt hast, sondern du hast ja auch Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt. Meistens zumindest. Also im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung hast du ja irgendwas berechnet und da kommt relativ häufig raus, dass du jetzt irgendwelche Umsatzsteuerbeträge an das Finanzamt abführen musst. Und diese Umsatzsteuerbeträge, die kannst du auch hier eintragen und zwar in Feld 58. Die an das Finanzamt gezahlte, gegebenenfalls verrechnete Umsatzsteuer. Das heißt, da gehst du einmal hin und schaust dir die ganzen Umsatzsteuervoranmeldungen an und schaust dir an, wie viel Geld hast du eigentlich während des Jahres, in dem Fall 2024, an das Finanzamt überwiesen und schreibst hier den gesamten Betrag rein. Das nächste Feld zum Thema Rücklagen füllt sich wieder von allein und dann haben wir noch last but not least die übrigen abziehbaren Betriebsausgaben. Hier vielleicht noch ein Hinweis. Hier schreibst du tatsächlich alles rein, was nicht in die ganzen anderen Felder, die wir besprochen haben, reinpasst. Meine persönliche Empfehlung ist es, lass diese Position nicht so groß werden. Wenn du irgendwelche Betriebsausgaben hast, die irgendwie so ein bisschen in eine der anderen Positionen reinpasst, dann schreib es lieber in die andere Position. Es bleibt zwar dabei, dass es dem Finanzamt letztendlich eigentlich egal ist, in welcher Position das steht, aber es sieht schon manchmal ein bisschen komisch aus, wenn ich mir so einige Buchhaltung anschaue, wo denn 80% der Ausgaben Sonstiges ist. Und das provoziert einfach Rückfragen beim Finanzamt. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, versuch einfach deine Ausgaben irgendeiner der vorher genannten Kategorien zuzuordnen, versuch das da reinzuschreiben und alles, was du nicht zuordnen kannst, das ist dann halt ja Übriges, Sonstiges. Kannst du hier eintragen. Wenn du vermeiden möchtest, dass das Finanzamt dir direkt einen Brief schickt mit der Frage, erklär mal bitte, was ist denn Übriges, dann kannst du hier auch mehrere Zeilen einfügen. Also wenn du hier was eingetragen hast, kann man immer weitere Daten einfügen und dann hast du da mehrere Zeilen untereinander stehen und je ausführlicher du das quasi herunterbrichst, was du da eigentlich ausgegeben hast, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt sich bei dir meldet und eine Erklärung für diese Position haben möchte. Weil das passiert schon relativ häufig, wenn diese Position so groß ist, dann fragt das Finanzamt einfach nach. Das ist grundsätzlich auch nichts Schlimmes, dass sie nachfragen, aber man kann das Ganze ja vermeiden. Und damit kommen wir zu den beschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Alles, was wir bisher gesprochen haben, können wir unbeschränkt absetzen. Es gibt aber einige Betriebsausgaben, die können wir nur eingeschränkt absetzen. Und was wir nur eingeschränkt absetzen können, sind zum Beispiel Geschenke an Geschäftspartner. Geschenke an Geschäftspartner darfst du nämlich nur als Betriebsausgabe absetzen. Also den Einkauf dieser Geschenke darfst du nur als Betriebsausgabe absetzen, wenn du pro Jahr pro Geschäftspartner maximal 50 Euro ausgibst. Das bedeutet, wenn du einen Strauß Blumen für 40 Euro verschenken möchtest, kannst du das machen und kannst auch den Einkauf dieser Blumen dann als Betriebsausgabe buchen.
Wichtig ist aber, diese 50-Euro-Grenze gilt nicht pro Geschenk, sondern pro Jahr. Das heißt, wenn du zum Geburtstag 40 Euro für Blumen ausgibst und zu Weihnachten nochmal 20 Euro für Schokolade, dann bist du bei 40 Euro plus 20 Euro, bist du über 50 Euro. Und das führt dazu, dass du die gesamten Geschenke des Jahres, also die Blumen und die Schokolade, gar nicht mehr absetzen kannst. Das heißt, das sind dann nicht abziehbare Geschenke. Und dann musst du das Ganze tatsächlich hier ausweisen. Dann schreibst du hier rein, Geschenke 60 Euro. Ist natürlich ein bisschen schade. Sorgt auch dazu, dass du genau dokumentieren musst, wem schenkst du hier eigentlich was während eines Jahres. Weil du musst ja irgendwie unter Umständen nachweisen müssen, dass du keinem Geschäftspartner über 50 Euro Geschenke gemacht hast. Die Geschenke, die dann unter 50 Euro pro Person liegen, also nur der Blumenstrauß ohne die Schokolade, bleibt bei 40 Euro, sind dann ganz normal abziehbar als Betriebsausgabe und die kannst du dann hier absetzen. Also Geschenke abziehbar. Das musst du aber sauber dokumentieren. Du findest unten in der Videobeschreibung dazu auch nochmal ein Video, wo ich genau darauf eingegangen bin, wann man welche Geschenke wie absetzen kann und so weiter. Ich finde diese Regelung unfassbar dämlich, um das mal so zu sagen. Aber du musst das Ganze einmal machen, weil das schaut sich das Finanzamt natürlich ein bisschen genauer an. Dann gibt es noch das ganze Thema Bewirtungskosten. Auch dazu findest du unten ein separates Video. Du kannst selbstverständlich Geschäftspartner bewirten. Du darfst ja deine Kunden, Lieferanten, Dienstleister, Partner, was auch immer, die darfst du einladen zum Essen. Ihr dürft ins Restaurant gehen und du darfst für die auch bezahlen. Da geht das Finanzamt aber davon aus, dass es ja nicht nur um die Akquise geht oder die Projektbesprechung geht, sondern du wirst bei diesem Bewirtungsanlass ja auch satt. Und satt werden ist tatsächlich Privatvergnügen und deswegen darfst du dieses Privatvergnügen, also diesen Anteil der Bewirtungskosten, nicht als Betriebsausgabe absetzen. Das sagt das Finanzamt. Und weil das ein bisschen schwer ist zu ermitteln, also du kannst jetzt ja kein Bewirtungsessen-Fahrtenbuch führen, wo du sagst, naja, Vorspeise hätte ich auch noch privat gegessen, Hauptspeise schon nicht mehr so richtig und den Dessert, den hätte ich privat nie gegessen und dann kannst du das ja nicht aufteilen. Deswegen geht das Finanzamt hin und sagt, naja, wir sagen pauschal 30% sind Privatvergnügen bzw. nicht absetzbar und du kannst bei Bewirtungskosten nur 70% der Kosten absetzen. Wichtig hier, du kannst tatsächlich den gesamten Umsatzsteuerbetrag absetzen, also die gesamte Umsatzsteuer darfst du dir im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen vom Finanzamt, aber vom Nettobetrag darfst du tatsächlich nur 70% abziehen von den Bewirtungskosten und 30% sind pauschal nicht abziehbar. Das solltest du bitte dringend auch so aufteilen, weil das Finanzamt das natürlich sofort sieht. Wenn jetzt hier bei abziehbar was steht und bei nicht abziehbar steht gar nichts, dann weiß das Finanzamt, da warst du aber nicht so genau. Deswegen ermittle die gesamten Bewirtungsaufwendungen eines Jahres, nimm davon 70%, schreib die hier rein und die anderen 30% schreibst du bei nicht abziehbar rein. Beim nächsten Punkt geht es um die Verpflegungsmehraufwendungen. Denn vielleicht denkst du jetzt ja, wie unfair es eigentlich ist, dass Sattwerden eigentlich privat ist. Weil wenn du beruflich unterwegs bist, musst du dich dann natürlich auch verpflegen und das ist meistens teurer, als wenn du zu Hause bist. Das heißt, du hast ja einen gewissen Mehraufwand, also Zusatzkosten, dadurch, dass du beruflich für deine Selbstständigkeit unterwegs bist. Und das erkennt natürlich auch das Finanzamt. Das führt aber nicht dazu, dass du jetzt deine private, persönliche Verpflegung absetzen kannst. Also dein Wocheneinkauf ist sowieso nicht absetzbar, aber auch wenn du privat im Restaurant essen gehst, ist das nicht absetzbar. Auch wenn du auf Reisen tatsächlich alleine essen gehst, dann kannst du diese Kosten nicht absetzen. Bewirtungskosten ist immer nur mit einem Geschäftspartner zusammen. Was du aber machen kannst, ist, wenn du beruflich unterwegs bist, dass du sogenannte Verpflegungsmehraufwandspauschalen absetzt. Ich habe auch zu dem Thema ein vertiefendes Video aufgenommen, was ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Nur hier einmal einen ganz kurzen Überblick. Du kannst deine geschäftlichen Reisen dokumentieren und immer dann, wenn du länger als 8 Stunden pro Tag außer Haus bist, kannst du eine Pauschale von 14 Euro pro Tag absetzen. Und solltest du einen gesamten Tag mal unterwegs sein, also von Mitternacht bis Mitternacht, kannst du die doppelte Pauschale absetzen. Also 28 Euro pro Tag. Nehmen wir mal ein Beispiel, du fährst am Sonntag zu einer Messe, das heißt, du hast eine Anreisezeit, steigst um 15 Uhr in dein Auto, fährst los, 15 Uhr bis Mitternacht sind 9 Stunden, das heißt, am Sonntag kannst du schon mal die 14 Euro absetzen und dann bist du Montag und Dienstag jeweils den ganzen Tag auf der Messe oder auf der Konferenz und fährst dann am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr nach Hause und bist um 18 Uhr zu Hause. Bedeutet, am Abreisetag hast du noch einmal die 14 Euro, weil du
du da weniger als 24 Stunden, aber mehr als 8 Stunden beruflich unterwegs warst. Und für die beiden Tage Montag und Dienstag warst du ja vollständig unterwegs. Das heißt, da warst du gar nicht zu Hause. Da ist dann auch egal tatsächlich, wo du übernachtet hast oder was du tatsächlich gegessen hast. Da kannst du denn die volle Pauschale, also in Höhe von 28 Euro pro Tag, absetzen. Das bedeutet dann, dass du für diese Geschäftsreise eine Pauschale für den Verpflegungsmehraufwand absetzen kannst von 84 Euro. Das heißt, diese 84 Euro kannst du tatsächlich ganz normal als Betriebsausgabe einbuchen, selbst wenn du den ganzen Tag Saftfasten gemacht hast oder gar nichts gegessen und zu dir genommen hast und 0 Euro ausgegeben hast. Das ist tatsächlich hier vollkommen egal. Hier geht es wirklich nur darum, wie lange du tatsächlich unterwegs warst und kannst darauf aufbauen, quasi die Pauschalen berechnen und dann hier bei Verpflegungsmehraufwendungen ansetzen. Dafür solltest du natürlich genau dokumentieren, wann du genau beruflich unterwegs warst und von wann bis wann du nicht zu Hause warst, weil wenn du täglich unterwegs bist, auf Baustellen, beim Kunden und so weiter und wirklich immer 10 Stunden weg von zu Hause bist, dann kannst du quasi jeden Tag diese Verpflegungsmehraufwendungen geltend machen. In meiner persönlichen Erfahrung machen das ganz viele Selbstständige nicht, obwohl hier schnell mal ein paar hundert bis paar tausend Euro zusammenkommen, die du einfach pauschal absetzen kannst. Und dann kommen wir zu einem Thema, zu dem findest du auch unten in der Videobeschreibung ein Video verlinkt, und zwar dem ganzen Thema häusliches Arbeitszimmer. Und zwar schauen wir hier einfach mal den Hilfetext an. Das Problem bei Hilfetexten bei Elster Online ist, sie sind nicht wirklich hilfreich. Aber du hast im Wesentlichen 3 Möglichkeiten, deine Kosten für dein Homeoffice, für deinen Heimarbeitsplatz oder dein häusliches Arbeitszimmer, wie auch immer du es nennst, abzusetzen. Die erste Möglichkeit ist, du nimmst eine Pauschale von 6 Euro pro Tag. Diese 6 Euro pro Tag kannst du immer dann absetzen, wenn du halt an dem Tag zu Hause gearbeitet hast, und du kannst sie an bis zu 210 Tagen pro Jahr geltend machen. Das heißt, maximal 210 Tage mal 6 Euro sind 1260 Euro. Das ist das, was du ganz normal über diese Pauschale absetzen kannst, und dann brauchst du auch kein separates Arbeitszimmer. Dann kannst du auch vom Küchentisch arbeiten, von der Couch aus oder aus dem Bett. Das ist vollkommen egal, da gibt es keine Anforderungen. Für die zweite Methode gibt es deutlich höhere Hürden. Und zwar, wenn du ein komplettes, separates Arbeitszimmer hast und dieses Arbeitszimmer der Mittelpunkt deiner gesamten beruflichen, betrieblichen Tätigkeit ist, dann kannst du tatsächlich die anteiligen Mietkosten oder Finanzierungskosten als Betriebsausgabe absetzen. Einfaches Beispiel, deine Wohnung hat 100 Quadratmeter, du bezahlst 1000 Euro Miete und dein Arbeitszimmer sind 15 Quadratmeter. Also 15% deiner Miete entfallen auf dieses Arbeitszimmer. Dann kannst du tatsächlich 15% deiner Miete auch absetzen, inklusive Nebenkosten und so weiter. Das heißt, bei der Miete wären das dann 150 Euro, also 15% von 1000 Euro, und das dann mal 12 inklusive Nebenkosten und den ganzen Kram, der kommt nochmal oben drauf, und das könntest du dann absetzen. Dafür brauchst du aber ein separates Arbeitszimmer, und dafür muss dieses Arbeitszimmer dann tatsächlich auch der Mittelpunkt deiner gesamten beruflichen Tätigkeit sein. Wenn dir diese ganze Berechnung zu kompliziert ist, kannst du aber auch dahin gehen und sagen, ich setze einfach 1260 Euro pauschal ab. Und diesen Wert, den du dann berechnet hast, also den du da absetzen kannst und möchtest, den trägst du hier ein bei den abziehbaren Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer. Ja, wenn du bestimmte Kosten hast, die du nicht absetzen kannst, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann kannst du die hier eintragen bei den nicht absetzbaren Aufwendungen fürs häusliche Arbeitszimmer. Ich habe ehrlicherweise hier oben noch nie irgendwas eingetragen und hatte damit auch noch nie Probleme. Kann sein, dass du dir dadurch die ein oder andere Frage vom Finanzamt ersparst, wenn du hier oben was einträgst. Du solltest aber hier zumindest, wenn du tatsächlich ein separates Arbeitszimmer hast, hier die absetzbaren Kosten eintragen, damit die steuerlich geltend sind. Und was du mindestens machen solltest, wenn du kein separates Arbeitszimmer hast und das auch nicht so berechnen möchtest, dann solltest du hier diese Tagespauschale für die Tätigkeit zu Hause eintragen. Das heißt, hier trägst du dann diese 6 Euro am Tag mal die Tage, die du dann zu Hause gearbeitet hast, einfach ein und setzt sie dadurch als Betriebsausgabe von der Steuer ab. Bei den nächsten beiden Feldern geht es um die sonstigen beschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Also die Betriebsausgaben, die nur zum Teil oder über eine Pauschale und so weiter absetzbar sind, zum großen Teil aber eher nicht. Ich möchte das Thema nicht aufmachen, weil das ehrlicherweise Details sind, die für die meisten von euch nicht relevant sind. Die häufigsten Fälle sind hier alle einzeln aufgeführt und haben wir jetzt besprochen. Aber wenn du weißt, dass du Betriebsausgaben hast, die
nur zum Teil absetzbar sind, die du bisher noch nicht aufgeführt hast, die kannst du dann hier in die Felder 67 eintragen. Also einmal den nicht abziehbaren Anteil und einmal den abziehbaren Anteil. Und damit kommen wir zu einem relativ großen Block, und zwar den Kfz-Kosten und den sonstigen, also anderen Fahrtkosten. Und zwar erstmal die Leasingkosten. Das ist eine relativ simple Rechnung. Das heißt, wenn du einen Leasingwagen hast und den quasi als Firmenwagen bewertest, dann zahlst du natürlich regelmäßig die Leasinggebühren, und diese Leasingraten, die kannst du dann hier eintragen. Aber du hast für dein Auto ja auch noch weitere Kosten, und zwar zum Beispiel die Kfz-Kosten, deine Autoversicherung oder Mautkosten und so weiter. Diese ganzen Kosten trägst du hier ein, und das sind ja nur die wiederkehrenden Kosten. Dann hast du aber unter Umständen regelmäßig Kosten, die zwar nicht jeden Monat anfallen, aber zwischendrin doch auch immer wieder mal. Zum Beispiel Reparaturen, Wartung oder tatsächlich einfach die Spritkosten, die kannst du dann in dem Feld 70 eintragen. Oder wenn du gar kein Auto hast, dann fliegst du vielleicht regelmäßig oder nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Und natürlich kannst du auch diese Kosten absetzen, und die rechnest du alle zusammen bzw. überträgst sie aus deinem Buchhaltungsprogramm hier dann in Feld 70. Alles einmal zusammengerechnet hier eingetragen. Und dann wird es im nächsten Feld ganz spannend, weil wenn du keinen Firmenwagen hast, nutzt du aber vielleicht manchmal ja dein privates Auto. Vielleicht hast du im Privatvermögen ein Auto, oder aber deine Mama, deine Schwester, dein Ehepartner, was auch immer, hat irgendwer ein Auto, und dieses Auto benutzt du jetzt für betriebliche Fahrten. Das ist ja durchaus legitim, und natürlich ist es nicht nur so, dass du die private Nutzung des betrieblichen Kfz quasi versteuern musst. Du kannst auch die betriebliche Nutzung deines privaten Kfz steuermindernd geltend machen. Das kannst du machen, indem du die gefahrenen Kilometer, ganz wichtig, nicht die Entfernungskilometer, sondern die gefahrenen Kilometer mal 30 Cent rechnest. Beispielsweise, du hast innerhalb eines Jahres 1000 Kilometer gemacht mit deinem privaten Kfz für unternehmerische Zwecke, dann rechnest du 1000 Kilometer mal 30 Cent und kannst dann diese 300 € hier absetzen. Bei den Fahrtkosten für nicht zum Betriebsvermögen gehörende Fahrzeuge, also eine Nutzungseinlage. Genau das gleiche gilt natürlich auch, wenn das Auto nicht dir gehört, sondern zum Beispiel deinem Partner oder deinen Geschwistern oder wem auch immer, irgendwelchen Freunden. Dann kannst du das Ganze hier eintragen. Wenn du dein Auto kennst, dann wirst du mit Sicherheit sagen, 30 Cent pro Kilometer, das ist ja ganz schön eine Abzocke, weil heutzutage kosten Autos meistens deutlich mehr. Also inklusive allem, inklusive Sprit, inklusive Abnutzung, also Abschreibung, inklusive Reparaturrechnung und so weiter. Das heißt, wenn du die gesamten Kfz-Kosten, die du trägst, um ein Auto zu bewegen, mal runterrechnest auf den Kilometer, dann bist du in der Regel über 30 Cent. Und was du machen kannst, du kannst für einen Zeitraum das mal dokumentieren. Wie teuer ist dein Auto eigentlich pro Kilometer? Und da kann zum Beispiel rauskommen 62 Cent. Und wenn du das dokumentiert hast, dann kannst du tatsächlich auch pro Kilometer nicht nur 30 Cent absetzen, sondern die 62 Cent. Das heißt, dann nimmst du den Wert, den du selber ermittelt hast, und dann könntest du, aufbauend an meinem Beispiel, für diese 1000 Kilometer 62 Cent absetzen, und dann würdest du hier keine 300 reinschreiben, sondern entsprechend 620 € oder je nachdem, was bei deiner Berechnung halt rausgekommen ist. Und damit kommen wir zu zwei Feldern, die so ein bisschen tricky sind. Und zwar geht es um die Fahrten zwischen deiner Wohnung und deiner ersten Betriebsstätte. An der Stelle möchte ich auch unbedingt nochmal auf die Videos verweisen, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da bin ich sehr ausführlich um das ganze Thema Kfz-Versteuerung eingegangen, und speziell das Pendeln zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte ist nicht so einfach, weil wenn du nicht zu Hause arbeitest, dann fährst du ja jeden Tag irgendwo hin, also in ein Büro oder eine Werkstatt und so weiter, und dann kannst du dieses Pendeln auch von der Steuer absetzen. Können ja auch Angestellte, sehr bekannt als die typische Pendlerpauschale. Und diese Ausgaben sind gedeckelt, und dafür musst du die Felder 72 und 73 ausfüllen. Und zwar in Feld 72 erstmal die tatsächlichen Kosten. Also wie viel Kosten sind dir entstanden für das Pendeln von zu Hause und deiner Arbeitsstelle. Und die tatsächlichen Kosten berechnest du ja nur im Rahmen der Fahrtenbuchmethode. Wenn du kein Fahrtenbuch führst, sondern die 1%-Methode anwendest, dann gibt es eine Berechnung, die steht hier tatsächlich auch im Hilfetext. Und zwar rechnest du dann einmal 0,03% des Bruttolistenpreises mal die Monate, in denen du das Auto benutzt hast. Also wenn du es einfach das ganze Jahr genutzt hast, mal 12, mal die einfachen Entfernungskilometer. Das ist das, was du hier einträgst, wenn du die 1%-Methode gewählt hast. Und bei einer Fahrtenbuchmethode, da würdest du dann halt entsprechend einfach die Kosten eintragen, die tatsächlich entstanden sind für das Pendeln. Und dann musst du hier die sogenannte
Pendlerpauschale oder Entfernungspauschale absetzen. Und die berechnet sich folgendermaßen: Du nimmst die Entfernungskilometer zwischen zu Hause und der ersten Tätigkeitsstätte und rechnest dann für die ersten 20 Kilometer 30 Cent und ab dem 21. Kilometer dann 38 Cent. Das steht tatsächlich dann auch hier im Hilfetext einigermaßen verständlich, mal die Arbeitstage, an denen du tatsächlich diese Entfernung gefahren bist, und so ermittelst du einen Wert, den du dann einmal hier eintragen kannst. Und dann kommt ein Feld, das habe ich ehrlicherweise auch fast noch nie ausgefüllt, und zwar, das sind die nicht abziehbaren Beträge. Das heißt, das sind dann die nicht absetzbaren Betriebsausgaben. Ob du die hier einträgst oder nicht, ist ehrlicherweise für die Steuer vollkommen irrelevant, weil sie, wie der Name schon sagt, ja nicht absetzbar sind. Und wir gehen damit auf die nächste Seite. Und hier nähern wir uns jetzt langsam dem Finale, und zwar geht es um die Ermittlung des Gewinns. Was wir bis hierhin gemacht haben, ist einmal die ganzen Einnahmen eingetragen, dann haben wir die ganzen Ausgaben eingetragen und letztendlich sind Einnahmen minus Ausgaben der Einnahmenüberschuss. Das ist genau das, was wir hier berechnen. Wir berechnen den Überschuss der Einnahmen über die Betriebsausgaben, wie es so schön im Gesetz steht, und das ist letztendlich dein Gewinn. Das heißt, hier ganz oben wird eingetragen automatisch von Elster einmal die Summe der Betriebseinnahmen, dann abzüglich Summe der Betriebsausgaben, also die absetzbaren Ausgaben natürlich, und dann gibt es hier noch eine ganze Reihe von Hinzurechnungen, Abrechnungen und so weiter. Das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe an Feldern, die möchte ich nicht jedes Feld einzeln durchsprechen, weil das allermeiste betrifft dich als Einzelunternehmen gar nicht. Das heißt, hier geht es ganz viel auch um Personengesellschaften und sowas, und die meisten von euch sind Einzelunternehmen, also Freiberufler oder Gewerbetreibender, und deswegen treffen die meisten Felder auf euch nicht zu. Wenn du dazu eine Frage haben solltest, also zu einem bestimmten Feld, was ich jetzt hier nicht anspreche, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Worauf ich hier aber auf jeden Fall einmal eingehen möchte, ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Mit dem Investitionsabzugsbetrag kannst du hervorragend steuergestaltend tätig werden, und ich habe dazu übrigens auch natürlich ein separates Video, was du unten in der Videobeschreibung verlinkst. Und du kannst mit dem Investitionsabzugsbetrag Dinge schon in der Buchhaltung berücksichtigen, die du erst in Zukunft kaufst. Das heißt, letztendlich kannst du Anschaffungen jetzt schon abschreiben, obwohl du sie noch gar nicht gekauft hast. Das ist eine fantastische Möglichkeit für, ja, kleine Selbstständige, klein in Anführungszeichen, weil es nicht für große Unternehmen möglich ist, aber für ein Einzelunternehmen sind die Grenzen doch schon relativ hoch. Schau dir gerne das passende Video dazu an, aber vor allem musst du diese Beträge ja irgendwie in die Buchhaltung, also in die Steuererklärung eintragen, und das machst du tatsächlich hier in diesem Bereich. Und zwar sehen wir da zwei Aspekte. Einmal das Auflösen des Investitionsabzugsbetrags, den du in den letzten Jahren irgendwann mal gebildet hast, wenn du in diesem Jahr die Anschaffung getätigt hast oder dich auch gegen eine Anschaffung entschieden hast. Und dann zweitens die Bildung der neuen Investitionsabzugsbeträge für die Investition in der Zukunft. Und das finden wir tatsächlich hier in diesem Bereich, und dafür scrollen wir hier einmal runter und sehen dann hier tatsächlich die Hinzurechnung der Investitionsabzugsbeträge für das Jahr 2021. Das heißt, die Investitionsabzugsbeträge, die du gebildet hast im Jahr 2021 für das Jahr 2024, weil für 2024 machen wir hier die Einnahmenüberschussrechnung. Und hier in den Feldern 84 schreibst du dann rein, was du ganz konkret angeschafft hast, zu welchem Preis du es angeschafft hast und ob ja der Investitionsabzugsbetrag hinzugerechnet oder herabgesetzt werden muss. Das Ganze machst du einmal für 21, für 22 und auch für 23, also letztendlich für die 3 Jahre, die vor dem betreffenden Jahr, also in dem Fall 2024, liegen. Und wenn du jetzt aber in diesem Jahr neue Investitionsabzugsbeträge bilden möchtest, dann suchen wir hier einmal das Feld 88. Da steht nämlich abzüglich Investitionsabzugsbeträge nach § 7g. Das heißt, das sind die Investitionen, die du jetzt in diesem Beispiel planst für 2025, 26 oder 27, weil du 3 Jahre in Zukunft quasi diesen IAB bilden kannst. Wie gesagt, für die Berechnung an sich verweise ich dich auf das Video, was du unten in der Videobeschreibung findest. Wichtig hier an der Stelle ist, hier musst du es jeweils eintragen und das erhöht bzw. reduziert deinen Gewinn dann entsprechend. Dann gibt es noch so Sonderfälle wie zum Beispiel Hinzurechnung oder Abrechnung beim Wechsel der Gewinnermittlungsart. Das betrifft dich als Freiberufler nicht, aber wenn du Gewerbetreibender bist, dann hast du ja unter bestimmten Umsatz- und Gewinngrenzen die Pflicht, eine Einnahmenüberschussrechnung zu machen und darüber wird es dann eine Bilanz. Und bei diesem
Wechsel dieser Gewinnermittlungsmethode kann ein einmaliger Zusatzumsatz oder Gewinn entstehen oder halt entsprechend ein Verlust, und den musst du ja natürlich auch irgendwie berücksichtigen. Der kommt nicht aus der Kernbuchhaltung selbst, aber diese Überleitungsrechnung, die musst du einmal machen und das Ergebnis musst du dann einmal hier eintragen, damit das Ganze dann natürlich auch steuerlich berücksichtigt wird. Ansonsten sehen wir hier schon, es geht um Personengesellschaften und so weiter. Das Ganze würde ich an der Stelle also überspringen und auch den 6. Bereich, denn auch der 6. Bereich ist für dich als Einzelunternehmen in den allermeisten Fällen komplett irrelevant und damit auch die meisten von euch. Und das Video ist schon lang genug. Deswegen springen wir in den Bereich, bei dem es dann ganz viele Fragen gibt und bei dem du als Einzelunternehmen auch Eintragungen vornehmen musst. Und zwar geht es hier um die Privateinlagen und die Privatentnahmen. Erstmal grundsätzlich, wenn du ein Einzelunternehmen hast, hast du kein Gehalt. Du musst letztendlich den Gewinn versteuern. Es ist vollkommen egal, auf welchem Konto dieses Geld liegt. Das heißt, du nimmst eigentlich alle Betriebseinnahmen, die auf dein Konto geflossen sind, also das Zuflussprinzip, und rechnest davon runter alle Betriebsausgaben, die irgendwie dein Konto verlassen haben. Das heißt, Einnahmen minus Ausgaben. Und das ist dein Gewinn, den du versteuerst. Es ist vollkommen egal, ob du dir monatlich irgendwelche Beträge von deinem Geschäftskonto auf dein Privatkonto überweist. Es ist egal, ob du nur ein Konto hast. Es ist auch egal, ob du 5-mal am Tag Geld zwischen deinem Privat- und dein Geschäftskonto hin und her überweist. Für die Steuer ist das vollkommen irrelevant, weil wir immer nur darauf schauen, was sind die Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. Komplett irrelevant sind Transaktionen zwischen deinen privaten Konten. Das ist wichtig, weil ich kriege mit, dass da unglaublich häufig Verwirrung herrscht, wo man sagt so, oh Gott, ich habe jetzt nicht genug Geld und was passiert da mit der Steuer, wenn ich mir jetzt Geld vom Geschäftskonto aufs Privatkonto oder Privatkonto aufs Geschäftskonto überweise? Gar nichts passiert da. Kannst du 5-mal täglich machen, wie ich gesagt habe. Das ist zwar für die Buchhaltung ätzend, fürs Finanzamt aber komplett irrelevant. Du musst aber einmal der Vollständigkeit halber tatsächlich diese Daten hier einmal eintragen. Und zwar in dem 7. Bereich. Hier geht es nämlich um Entnahmen, einschließlich Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen. Das heißt einmal die Geldbeträge, die du quasi aus dem Unternehmen genommen hast, und einmal die Gegenstände und die Leistungen, die du entnommen hast. Wie zum Beispiel die private Nutzung deines Firmenwagens. Die musst du ja versteuern, also sind Teil der Betriebseinnahmen. Du musst sie hier aber noch einmal aufführen. Ich wiederhole es noch einmal. Das Ganze hat hier an der Stelle keinerlei Auswirkungen mehr auf die Steuerlast, sondern hier geht es wirklich nur um die Statistik. Und diese Daten und Informationen sind ehrlicherweise gar nicht so einfach herauszufinden, weil, wie gesagt, mit der eigentlichen Buchhaltung haben diese Felder gar nichts mehr zu tun. Aber einige Buchhaltungsprogramme, wie zum Beispiel LexWare die sind so nett und weisen einem das trotzdem aus. Und zwar schauen wir da einmal rein. Wir gehen bei LexWare wieder in die Einnahmenüberschussrechnung 2024. Dann scrollen wir hier einmal durch die Betriebseinnahmen, dann durch die Betriebsausgaben und dann sehen wir hier unten die Ermittlung des Gewinns. Das heißt, man sieht, ich habe 2024 irgendwie 40.000 € Gewinn gemacht, und hier unten sieht man die Entnahmen und Einlagen im Sinne des Paragraph 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz. Das sind genau die Felder, die wir ausfüllen müssen. Das heißt, diese beiden Zeilen, also die Zeile 106 und die Zeile 107, die finden wir direkt hier auch wieder. Das heißt, wir können 106 und 107 hier einfach eintragen. Das ist hier übrigens bei mir 0, weil das hier kein Einzelunternehmen ist, sondern eine GmbH, und solche Entnahmen und Einlagen hat man bei einer GmbH nicht. Bei einer GmbH kann man sich nicht einfach so das Geld runternehmen vom Konto, wie man es bei Einzelunternehmen machen kann. Das heißt, hier geht es letztendlich um die Geldentnahmen, die Sachentnahmen, die Leistungsentnahmen, die Nutzungsentnahmen und so weiter. Das ist in den allermeisten Fällen vor allen Dingen einfach die Geldbeträge, und falls du Firmenequipment genutzt hast, das rechnest du alles zusammen in einem Betrag und trägst den hier ein. Und genau das Gleiche einmal andersrum, wenn du Geld auf dein Geschäftskonto überwiesen hast oder wenn du zum Beispiel dein privates Auto für betriebliche Fahrten genutzt hast, dann ist das ja eine Leistungseinlage. Dann rechnest du das alles zusammen und trägst das hier ein. Diejenigen unter euch, die kein separates Geschäftskonto haben, die haben jetzt natürlich ein Problem. Und zwar, wie ermittelt man denn die Entnahmen und die Einlagen, wenn man nur ein Konto hatte? Woher weiß man denn, was jetzt beruflich und was betrieblich ist? Was von dem Kontostand ist denn jetzt Betriebssphäre und was Privatsphäre? Weiß man nicht. Was lernen wir daraus? Erstens, wir sollten bitte ganz dringend, also meine ich wirklich vollkommen ernst, jetzt nicht wegen der Anlage IOR, sondern bitte eröffnet ein separates Geschäftskonto und trennt eure privaten und beruflichen Finanzen. Das hilft euch so viel bei der Ordnung, bei der Buchhaltung und zum Beispiel bei diesen Feldern. Aber ihr seid natürlich nicht verloren,
Und zwar geht das Finanzamt dann einfach gedanklich davon aus, wenn ihr nur ein Konto habt, dann ist das ein Privatkonto. Das bedeutet automatisch, sobald euch irgendwie Geld zufließt, also ihr schreibt eine Rechnung und ihr bekommt das Geld, dann ist dieses Überweisen dieser Rechnung, das fließt dann, gedanklich gesehen, auf euer Privatkonto, ist also im Moment der Bezahlung dann quasi schon eine Entnahme. Das heißt, ihr würdet dann entsprechend alle Betriebseinnahmen, also inklusive Rechnungen, die gekommen sind, als auch tatsächlich diese Leistungsentnahmen und so weiter, dann rechnet ihr letztendlich den gesamten Umsatz des Unternehmens zusammen und das ist eine Entnahme. Und dann geht ihr hier unten bei den Einlagen vor, dass ihr sagt, sämtliche Betriebsausgaben, also alle Rechnungen, die du bekommst, die du dann überweist, von deinem, in Anführungszeichen, Privatkonto überweist, ist dann zum Zeitpunkt der Überweisung quasi eine Einlage. Das steht so tatsächlich auch in den Hilfetext. Wenn wir da einmal draufklicken, dann sehen wir hier einmal, sofern kein gesondertes betriebliches Konto besteht, stellen sämtliche Betriebseinnahmen auch Entnahmen dar und sämtliche Betriebsausgaben auch Einlagen dar. Dann nehmt ihr also die gesamten Beträge, die ihr als Einnahmen oder Einlagen hattet und tragt die hier jeweils ein. Ihr könnt die Zahlen ja auch direkt hier einsehen und zwar unter Gewinnermittlung geht ihr auf die Ermittlung des Gewinns und dann seht ihr hier oben ja einmal die Summe der Betriebseinnahmen und Summe der Betriebsausgaben. Das sind dann jeweils die beiden Werte, die ihr da eintragen müsst. Und dann habt ihr hoffentlich nächstes Geschäftsjahr bei der nächsten EUR einfach ein separates Bankkonto und könnt das hier eintragen. Genau, und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr tatsächlich fertig. Herzlichen Glückwunsch! Und zwar klickt ihr hier unten jetzt noch einmal auf Alles prüfen, dann siehst du nochmal eine Übersicht. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil ich nichts eingetragen habe. Das heißt, dann springt das Ganze hier oben auf Prüfen der Eingaben. Das heißt, du siehst einfach eine Übersicht, kannst das nochmal kontrollieren und wenn das soweit stimmt, kannst du auf Absenden klicken und dann ist das Ganze direkt ans Finanzamt übermittelt und das Finanzamt kann mit der Arbeit starten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und alle deine Fragen beantworten und du hast jetzt erfolgreich eine Einnahmenüberschussrechnung abgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt noch viele Fragen hast. Und an der Stelle würde ich dir zwei Dinge empfehlen. Erstens, schau unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir, wie gesagt, viele vertiefende und weitere Videos verlinkt. Schau dich da gerne einmal um. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da eine Antwort auf deine Frage findest, ist relativ hoch. Und wenn du keine finden solltest, dann ist ganz versteckt unter diesem Video ein Kommentarbereich. Stell mir da gerne einfach deine Frage und ich versuche dir dann gerne weiterzuhelfen. Und generell ist das ganz sinnvoll, diesen Kanal zu abonnieren, denn ich veröffentliche regelmäßig Videos rund um Buchhaltung und Steuern und Finanzen für Selbstständige, für Unternehmen. Und damit du immer auf dem Laufenden bleibst, lohnt es sich auf jeden Fall, hier einmal diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn du ein Buchhaltungsprogramm brauchst, wenn du merkst, oh Gott im Himmel, das will ich nicht nochmal machen, ich brauche einen Steuerberater und so weiter, alle meine persönlichen Empfehlungen und tatsächlich letztendlich auch meine eigene Kanzlei findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klick dich da gerne mal durch oder du klickst einfach direkt hier. Und jetzt könntest du die beiden schönsten nächsten Videos anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.